Du kennst das, du bist am Wasser und du lernst immer wieder neue Leute kennen. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, was für verrückte Gestalten da draußen am Wasser so rumlaufen? Hast du dich vielleicht schon mal gefragt, was für ein Typ Angler bin ich eigentlich? Ich habe mir mal die Aufgabe gemacht, die Typen herauszufinden und gebe dir heute 3 Beispiele von Anglern, die jeder kennt. Ein klassischer Nestjäger ist der sogenannte Kuckuck. Kuckucks finden sich überall. Am häufigsten kommen sie aber an Pelex vor, wo sie ganz genau die besten Fangplätze ihrer Mitangler analysieren. Du kennst die Situation bestimmt auch aus dem Freundeskreis. Du stehst am Wasser und irgendein Depp wirft dir in die Schnüre rein. Der allerstärkste Antrieb von Kuckucks ist die Missgunst gegenüber ihren Mitmenschen. Oft ist es auch beruflich geprägt. Kuckucks finden sich im Arbeitsleben in Berufen wieder, wie zum Beispiel dem Versicherungsvertrieb oder dem Network Marketing. Er ist also dem ständigen Druck ausgesetzt und auf die Provisionszahlung seines Arbeitgebers angewiesen. Nicht selten steht er in Meetings unter Druck und muss sich mit seinen Arbeitskollegen messen. Und natürlich färbt das auch auf die Situation am Wasser ab. Sag mal, bist du bescheuert oder was? Was denn, ey? Kommen wir zur zweiten Gattung. Eine Gattung, die zumeist in diesem Land auftritt, der Deutsche. Der Deutsche ist ein sehr spezielles Exemplar in der Anglerschaft. Ja, Exemplare dieser Art verlassen das elterliche Nest meist so im Alter von 40, 45 Jahren, um dann ihre eigenen Erfahrungen in der Welt zu machen. Scheiße, du. Mann, wie soll ich denn jetzt darüber kommen, du? Oh, was ich vielleicht nach Hause, du. Die größten Populationen seiner Art findet man in beruflicher Hinsicht in der Lehrerschaft, in Beamtenkreisen oder auch beim Ordnungsamt. Er schreibt halt sehr gerne Knöllchen. Ihre Lieblingserfahrung ist jedoch die Konfrontation. Das ist für so einen richtigen pedantischen Deutschen wie für uns das Salz in der Suppe. Um optimal gerüstet zu sein, überlässt so ein Deutscher beim Angeln überhaupt nichts dem Zufall. So, Angelplätze müssen verdichtet sein. Die Ausrichtung von Route und Platzwahl ist beim Angeln da genauso penibel ausgewählt wie die Uhrzeit zu Hause, an denen er seine Unterhose bügelt. Jetzt ist relaxing. Kommen wir zum dritten Exemplar meiner 3 Beispiele, dem dunkelsten, der Kormoran. Der Kormoran angelt aus 2 Gründen, dem Trieb nach Weißfisch und der Flucht vor seiner Frau. Der Kormoran ist aber ein klassischer Fiederspezialist. Er ist bekannt für sein punktgenaues Anfüttern und seine absolut stimmige Wurffähigkeit. Wenn du einen Kormoran am Wasser triffst, dann wundere dich nicht über seine Artikulation. Und es gibt eine Sache, da ist der Kormoran sehr, sehr eigen. Er ist die einzige Gattung, die den Fisch direkt am Wasser verarbeitet. Die Verwertung ist dabei recht simpel, denn er dreht den Fisch einfach von Kopf bis Flosse durch den Fleischwolf und die Fischboulette landet dann zu Hause in der Pfanne. Wenn der Kormoran abends nach Hause kommt mit seinem 40-Tonner von der Autobahn, dann nutzt er auch gerne noch die restliche Abendsonne, um noch einen Kurzansitz zu machen. Trinken Sie da Alkohol? So, das war die kleine Collage mit 3 Typen, die jeder kennt. Ich denke mal, ihr habt vielleicht den einen oder anderen wiedererkannt. Lasst mir gerne auch mal unten in den Kommentaren weitere Beispiele da. Da kann ich auch gerne ein Video zu machen. Ansonsten hier rechts am Rand die letzten Videos aus Norwegen. Wir waren Ende April, Anfang Mai. 10 Tage oben, war super Wetter, richtig geile Aufnahmen gemacht. Schaut gerne mal rein. Ansonsten würde ich sagen, ich mache mir jetzt weitere Gedanken zu nächsten Folgen. Macht's gut, bis die Tage. Ciao, ciao.